Danke, was geht ab, meine kleinen Rats? Hier ist Rahim, hier ist Rahim und wir haben gerade darüber gesprochen, wie schön mein Profil ist. Wie schön unsere Nasen sind. Ja, aber meine Nase vom Profil ist ja wirklich was ganz Besonderes. Ich mag deine Nase, mach die nicht schlecht. Es gibt auch, habe ich schon in einem anderen Video gesagt, gibt nur 2 Menschen, die ich kenne, die so eine Nase haben. Einmal mein Vater, aber der hat die auch nicht so extrem wie ich. Und Bruce Willis. Echt? Bruce Willis, ja, habe ich dir sogar auch schon mal gesagt, der hat auch so eine Nase. Bruce, also kann aus mir nur ein Superstar werden. So, folgendes, Leute. Wir haben hier unseren Spezialgast. Stell dich selber vor heute. Dana Rolle! Hat zu lange gedauert. So, Sorry. Wir haben in Kooperation mit einem Zuschauer, der Sarugan, der hilft uns gerade mit der ganzen Sortierung der K-Pop-Sachen, die wir abchecken sollten, weil er das letzte Video von uns gesehen hat und, glaube ich, wirklich einfach Mitleid mit uns hat. Und ihm so leid getan. Und weil er momentan zum Glück viel Zeit hat, andererseits auch schlecht, weil er eigentlich auf den Job wartet, hilft er uns. Er hat sogar auch schon einige Untertitel geschrieben von 2 Videos. Sogar englische Untertitel von 30-Minuten-Videos. Richtig geil. Ultra krass, vielen Dank. Und er hat uns unsere K-Pop-Liste nochmal aufgeräumt, sortiert und noch Sachen dazu geschrieben, addiert. Aufrufzahlen, besondere Notizen, Besonderheiten und so. Ich habe da auch, ich hatte sogar auch schon von der Madi auch schon so eine Liste bekommen. Die war aber nicht so, die war mehr auf die Gruppen selber. Das war jetzt von Sarugan, war aber tatsächlich die komplette Liste. Mit den ganzen Wünschen auch, ne? Also was wir aufgeschrieben haben. Genau, mit den Wünschen von euch, die wir aufgeschrieben haben, genau. Ja, dann sortiert nochmal in die Gruppen, teilweise noch was hinzugefügt. Und ja, uns daraus dann nochmal so 20 oder so die 20 meist nachgefragtesten rausgezogen, die wir jetzt erstmal so abarbeiten. Genau, die jetzt so gehen wir jetzt vor und genau, damit wir nicht zu durcheinander kommen von dem, was in den Kommentaren auch steht. Klar gehen wir nach dem, was in den Kommentaren steht, aber es gibt manchmal Leute, die einfach unter jedem Video immer dasselbe schreiben und wir dann denken, okay, das hat jetzt besondere Brio, dabei ist es nur eine Person oder eine Handvoll, die jedes Mal fleißig sind am Kommentieren, was ja an und für sich gut ist, aber wir kommen dann halt durcheinander mit, was wollen die Zuschauer vielleicht wirklich sehen, was ist wirklich sehenswert. Im Endeffekt ist alles ja irgendwie sehenswert, aber wir kommen sowieso schon durcheinander. Aber jetzt ist es ein bisschen aufgeräumter wieder. Genau, jetzt wieder ein bisschen aufgeräumt, deswegen dafür super vielen Dank und ihr seid ja sowieso ultra geduldig mit uns, trotzdem, wir haben das letzte Mal ja uns ein bisschen nicht ausgelassen. Ja, was heißt Spaß? Wir waren einfach nur überfordert. Aber wir kommen ja rein und ihr seid trotzdem super geduldig. Ich habe auch viele DMs bekommen, die Leute so, ey, lass dich nicht ärgern. Die Community ist so oder manche sind vielleicht so, aber nicht alle sind so. Und alles ist gut und es ist geil, dass du überhaupt die Reactions oder dass ihr die Reactions macht und macht die unbedingt noch mehr mit Dana und so. Habt ihr auch alles geschrieben. Boah, wo du gerade bei DMs bist, ich muss auch sagen, ich habe 2 Nachrichten bekommen bei Instagram. Ich habe die aus Versehen gelöscht, weil mein Handy war so rutschig und ich hatte das in der Hand. Oh. Und es waren voll die süßen Nachrichten. Das war auch eine mega lange. Und deswegen wollte ich mir Zeit nehmen, um zu antworten. Und dann hatte ich das in der Hand und dann habe ich die aus Versehen gelöscht. Deswegen, falls ihr das seht, ihr beiden, dann schreibt mir bitte nochmal. Nein! Oh. Richtiger Fail. Oh, wenn sowas passiert, ist richtig scheiße. Mir tut es so leid. Ich habe hinterher direkt gegoogelt, wie man bei Instagram DMs wiederherstellen kann. Geht gar nicht wahrscheinlich. Nee, scheiße. Aber hast du schon zugelassen, die Nachricht? Nein. Ach so. Ich wollte auf Zulassen drücken. Woher sollen diejenigen jetzt wissen, ob die es waren? Naja, ja, so viele waren es auch. Es waren 2 sehr lange Nachrichten, die gestern kamen. Nee, heute Morgen, glaube ich. Heute Morgen heißt Freitagmorgen. Ja, genau, Freitagmorgen. Freitag der 26. Morgen. Schreibt Dana nochmal, sie hat es aus Versehen gelöscht. So, wir wollen heute abchecken Blackpink. Wir haben ja auch schon einiges von denen gemacht, aber jetzt ist mal was Spezielles. Wir haben ja die aktuellen Sachen gemacht. Jetzt kommt die
Debütsingle. Die Debütsingle, der Debütsong wollte ich sagen, Boombayah von Blackpink, Riesennummer, mittlerweile aus dem Jahre, mittlerweile 3 Jahre alt, aus dem Jahre 2016, so rum, haben wir zum Beispiel noch gar nicht gehört, obwohl wir jetzt von Blackpink, das ist auch gut, also das ist echt gut sortiert, die Liste jetzt, also können wir echt mal so von vorne auch ein paar Sachen mal hören, wie die angefangen haben. Ich bin gespannt. Ich auch. Vor allem auch, wie die alle aussehen, weil wir wissen ja, wie die jetzt aussehen. Wir haben auch schon so fast unseren Bias bei Blackpink. Ah, stimmt. Jetzt haben wir BTS verraten. Ja. Wobei, das Ding ist, soweit wir BTS kennen, sind das aktuell unsere Biases. Aber ich meine, nur soweit wir sie kennen. Und dann schreiben einige noch so, ja, der ist gar nicht der ruhige Typ, der AM, der ist eigentlich voll der so und so. Der wirklich ruhige Typ bei BTS ist Sugar. Aber gut, bei Blackpink, da hatten wir aber mehr so einen Woman-Crush. Wahrscheinlich würde ich das eher bezeichnen, ob es jetzt wirklich ein echter Bias ist. Naja, gucken wir mal. Wir hören aber die Musik und Fashion und Beauty ist da. Was ist das, von welchem Song? Schreibt's in die Kommentare. Das ist genau wie bei dem letzten Video. Das war Friends, Marshmallow, was war das? Ja. Da hast du es auch nicht gewusst. Dann ist sie gerade aus dem Raum gegangen, als wir mit dem Video fertig waren. Und 5 Minuten später sagt sie, jetzt weiß ich's. Aber dann seht ihr, wie live und authentisch die Sachen hier sind. Wir können hier nichts nachgoogeln. Das war Jenny mit so bunten Zöpfchen. Ja, sehen schon anders aus. Krasse Harmonie. Was hat die an? Oh nein. Ist schon wieder Wettmorgen? Weiß ich nicht. Kann sein. Direkt hier schon der Satz so, been a bad girl, I know I am. I don't want a boy, I need a man. Also direkt, wenn das die Debütsingle war, Ansage. Direkt Ansage. Also da wird direkt die Platz. So sieht man halt, wie sich die Stars, Idols, Bands, Groups, egal wie man sie nennt, einfach auch platzieren durch ihre Musik und ihre Aussagen. Ne? Krass. War schön. Text? Also, nee, das ist schön. Was? War einfach schön, ihr Part gerade. Achso. Einfach nur Ansagen, ne? Mm. Aber wir hatten jetzt, eigentlich sind wir immer noch im ersten Verse, hatten aber schon 3 Parts, beziehungsweise kommen jetzt in den 3. Part, der dann wieder in dem Pre-Chorus wie die typische Clap und geht gleich los. So EDM-mäßig. Ja, weil die Claps auch schon so EDM-mäßig sind, die anderen Sounds, hinten das Pad auch so EDM-mäßig klingt. Auf ihrem Shirt steht Beyond the Kawaii. Hast du gesehen? Boah. Okay, krass. Das ist ja richtig. Boombayah. Krass, krass. Richtige Dance-Nummer. Warte mal, muss ich hier nochmal. Das ist noch so orientalische. Ist nicht wie so Indianer-Dings? Oder Indianer, aber die orientalischen Frauen machen das auch.
Achso, die haben es so gemacht. Es gibt auch einen, wo man nur mit der Zunge macht. Ja, sehr EDM-lastig. Krass. Hier noch so ein Alarmsound hinten. Auch voll moduliert hier so. Ja, so Flanger-Chorus-mäßig was drauf. Ein Flanger ist das. What? Ansage auf jeden Fall. Mittelfinger ab. F you pay me. Okay. Wow. Oh. Nice. Richtige Ansage, Alter. Krass. Heftig. Ich finde sowieso auch in den anderen Videos kommt sie auch immer sehr tough rüber. Gut, das ja, scheint sie definitiv auch zu sein. Auch geil die Stellen, wo hier tiefer gepitcht die Stimme das dann doppelt. Ne, hier so auch hier ab Lambo. Es ist die ganze Zeit sogar, glaube ich, drin, aber relativ leise, nur bei Lambo sehr laut. Weil da in dem Satz ist es komplett drin, aber leiser. Das ist geil. Rambo. Das ist jetzt das Becken, das ich dir gestern versucht habe zu erklären, dass du oben hier die ganze Zeit hörst. Ja. Das wird so ein Crash-artiges Becken sein, was halt oben die ganze Zeit. Und daran macht man halt auch als Zuhörer versteht man, dass es ein anderer Part ist dann. Das sah gerade so ein bisschen aus wie das Setup von irgendeiner Matz von den Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Stimmt, wegen den Fake-Palmen. Sieht genau so aus. Aber schon ein bisschen hochwertiger. Schon ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Aber auch nur, weil Jenny da sitzt. Sonst auch nicht. Was? I know you wanna touch und dann. Geil. Ja, die sexuellen, ich sag mal, Andeutungen sind definitiv da. Ja, weißt du Bescheid. Leute, jetzt wisst ihr, warum Blackpink so berühmt und beliebt ist, weil die klar machen, was sie wollen. Und wer sie sind. Und das, was sie wollen, sich eben auf das bezieht, was, sag ich mal, ein Urtrieb aller Menschen und Tiere ist. Sex. Ja, dieses Ta-Ta-Touch, das ist halt getuned, ne? Das kann man super in den ganzen DAWs heutzutage oder mit Melodyne oder auch mit Autotune so schön dann den Ton setzen. Guckst du hier hin? Ja. Was ist da? Ich weiß nicht, hat sie da ein Tattoo oder ein Haargummi wie ich?
sehe gerade nichts. Ist jetzt nicht meine Lieblingsstelle von den Outfits her. Da waren vorher bessere. Man sieht ja auch nicht so richtig, weil hinten zu viel los ist. Ne? Ja. In der Location. Wobei dieses Netzteil finde ich ganz nice. Und Lisas Outfit war ganz geil. Das hatte sie vorher auch in ihrem Part an. Das hier? Ja. Ja. Die Hose ist richtig nice. Das ist eigentlich wie so ein Western-Ding, ne? Ja, so ein bisschen. Und so Jeans drunter, Aber Jeans drunter und dann ja. so dieses Lederding drüber. Ich weiß, mir fällt immer nicht mehr ein, wie es heißt. Ich vergesse immer wieder. So ein nee. Geil. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussehen würde, wenn sie keine Jeanshose drunter anhätte. Anders. Gerade weil hinten so frei ist, ne? Mhm. Hier hörst du auch ganz typisch, dass da wieder aber ein Instrument drunter liegt, was die Gesangsmelodie halt mitspielt und nachspielt. Ja. Klingt fast wie so eine orientalische Flöte, so eine May, aber so ein bisschen so flötenartig. Wird aber irgendwas Synthetisches sein, aber die spielt aber halt auch die Melodien nach, deswegen brennt sich sowas eben auch immer in die Synapsen ein. Ja. Wow, das war wieder ein Rollercoaster Ride mit Blackpink, Alter. Ich finde Kein Wunder, dass die so beliebt wurden. Also sorry, aber heftig. Vor allem 2016. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt dieses EDM-lastige jetzt zur heutigen Zeit nicht mehr so sehr. Ja, mir auch nicht so, aber ich finde es irgendwie, Die Mädels mag ich den Song trotzdem. Und es hat auch mit diesem, was du gerade angesprochen hast, dieses Instrument, hat für mich auch irgendwie sowas Orientalisches oder Ja, Warmes genau. auf jeden Fall Ja. nochmal. Ja. Mega geil. Ja. Absolut. Aber ja, also die Mädels finde ich geil von der Attitude, Toughness, Text und so weiter. Mega nice. Sexiness wieder on point, muss ich halt leider wieder gestehen. Ja, ansonsten, am Ende fand ich es jetzt ein bisschen zu bunt vom Bild her, dass sie gar nicht mehr, man hat sie fast gar nicht mehr wahrgenommen, weil die Sets einfach zu bunt waren. Ja, also die waren alle bunt. Krasse Ansage, aber als Debütsingle, ja, kein Wunder, dass sie so eingeschlagen sind. Heftig. Ja, es ist kein Wunder, dass sie eingeschlagen sind. Ich finde jetzt heute, aber verglichen zu heute, kommen die echt nochmal tougher rüber heute. Man merkt, dass sie so ein paar Jahre jetzt in der Öffentlichkeit waren und trainiert sind. Auch ein bisschen erwachsener nochmal. Da fand ich, sahen die teilweise schon sehr niedlich noch aus. Also kam schon tough rüber, aber das Gesicht halt noch sehr Also viel mädchenhafter. Kann sein, ja. Ja, ansonsten, es ist halt auch wirklich noch in dem Zeitgeist von vor 3 Jahren, man merkt das schon, auch was teilweise wirklich auch in den USA abging und so international haben wir ja viel, auch hier in Deutschland, EDM gehört vor 3-4 Jahren noch, auch in die Richtung, da gab es auch viele Sachen noch, weil die neuen Sachen, Kill This Love zum Beispiel, was hier auch in der Anzeige gerade gezeigt wird, das ist ja nochmal was ganz anderes. Also die gehen da tatsächlich auch mit dem Zeitgeist. Ja. Da sieht man einfach, dass da auch eine Entwicklung ständig stattfindet. Das wusste ich natürlich schon, habt ihr auch gesagt. Deswegen sollten wir auch die Goldenen Ära-Zeiten abchecken noch. Da bin ich auch gespannt drauf. Voll. Aber habe ich auch schon jetzt Respekt vor. Ja, aber es ist eben die Sache ist, weil es dann nicht im Zeitgeist ist, wird man da vielleicht sowieso anders
das Empfang, weil wir heute andere Sachen einfach hören, viel mehr hören um uns herum. Aber gut, wir werden es trotzdem abchecken. Ich hoffe, ihr habt was dazu lernen können und das Video war unterhaltend genug, als dass ihr euch noch ganz viele weitere anguckt und definitiv noch ein Abo dalasst, denn alles andere... Der Abo ist wirklich gut, weil die Community wächst ohne Ende. Wir sind fast 22.000 sogar mittlerweile. Die Zahl steigt. Oh, ich sag gerade steigen, dann verlässt mich hier eine untreue Tomate hier. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich wahrscheinlich auf seinen Kommentar nicht geantwortet. Oder habe was Böses geschrieben. Ich schreibe nämlich auch Kommentare zurück. Ich bin da sehr fleißig. Und da sind so ein paar Spezialisten, die sagen, du hältst das Video zu oft an. Und ich sage, ja, mache ich. Punkt. Mit Absicht. Es gibt mehrere Gründe, denn die Claims und Sperrungen sind da dann entspannter, wenn wir hier öfter anhalten, weil das System nicht so schnell greift und die Leute, die Urheberrechtler da auch dann sehen, okay, die beschäftigen sich eher mit dem Video, als dass sie das hier einfach jetzt nur kopieren wollten. Und wenn ihr die ganzen Videos gucken wollt, dann guckt es euch auf den Kanälen der Leute an, damit ihr auch ihre Reviews bekommt. Und der Link ist sowieso unten in der Beschreibung immer drin, das ist ja klar. Ansonsten besucht Dana auf Instagram. Die 2 Mädels sollen ihr nochmal die Nachricht schreiben. Die hat sie aus Versehen gelöscht, weil das Handy zu rutschig war und ihr ins Gesicht gefallen ist wahrscheinlich im Liegen. Der Klassiker. Und ja, Instagram, Abo, ich habe alles gesagt. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sorry. Guten Morgen. Guten Morgen.